Geschichte 1: Heizung kaputt. Vermieter anrufen. Hallo, hier ist Sarah Yilmaz aus der Müllerstraße 12. Haben Sie kurz Zeit? Ja, hallo, Frau Yilmaz. Was ist los? Es ist seit gestern richtig kalt, weil die Heizung kaum warm wird und das Wasser ist nur lauwarm. Okay. Ist das bei allen Heizkörpern so oder nur bei einem? Bei allen. Deshalb denke ich, dass es an der Anlage liegt. Verstehe. Haben Sie etwas umgestellt? Am Thermostat oder an der Sicherung? Nein, ich habe nur höher gedreht, aber es passiert nichts. Okay. Wenn auch das Warmwasser schwach ist, ist es oft die Heizanlage. Ja, genau. Ich bin heute zu Hause. Deswegen merke ich es die ganze Zeit. Können Sie kurz prüfen, ob es bei den Nachbarn auch kalt ist? Damit wir sicher sind. Ja, ich klingele kurz. Einen Moment. Okay, die Nachbarin sagt, bei ihr ist es auch kalt. Gut, danke. Dann ist es nicht nur Ihre Wohnung. Ich rufe sofort den Hausmeister an, damit er heute noch vorbeikommt und schaut. Super, danke. Wissen Sie ungefähr, wann er kommt? Noch nicht genau. Ich melde mich, sobald ich ihn erreiche. Er ruft Sie vorher an, damit Sie nicht die ganze Zeit warten müssen. Okay, soll ich etwas vorbereiten? Bitte machen Sie den Zugang frei, zu den Heizkörpern und vielleicht zum Keller. Alles klar, ich sitze schon mit einer Decke hier. Verstehe. Wenn es heute nicht klappt, bestelle ich einen Techniker. Danke, das beruhigt mich. Nachts ist es echt schlimm. Ja, das glaube ich. Ich melde mich gleich wieder. Vielen Dank, Herr König. Dann warte ich auf Ihren Anruf. Gern. Bis später, Frau Yilmaz. Bis später. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Geschichte 2: Bürgeramt. Termin fehlt in der Bestätigung. Guten Morgen. Ich habe eine Frage zu meinem Termin. Guten Morgen. Klar, worum geht's? Ich habe die Bestätigung dabei, aber ohne Uhrzeit. Deshalb bin ich unsicher, ob ich heute richtig bin. Ah, okay. Haben Sie den Termin online gebucht? Ja, weil man ohne Termin meistens nicht drankommt. Stimmt, manchmal kommt erst eine Mail und dann eine zweite mit der Uhrzeit. Können Sie kurz schauen, ob da noch eine Mail ist? Ich war gestern unterwegs. Ich habe nur kurz aufs Handy geguckt. Vielleicht habe ich es übersehen. Kein Problem, wir finden es auch so. Wie ist Ihr Name? Aylin Demir. Danke. Und wofür ist der Termin? Für die Ummeldung. Ich bin umgezogen, deswegen muss ich das machen. Alles klar. Haben Sie eine Buchungsnummer oder einen QR-Code? Ja, die Nummer habe ich gespeichert, damit ich sie schnell finde. Perfekt. Ich schaue kurz ins System. Einen Moment. Ich hoffe, der Termin ist nicht weg. Ich hatte schon Angst. Ich habe was falsch gemacht. Keine Sorge, mit der Nummer klappt das fast immer. So, ich habe sie. Heute um 10:40 Uhr. Oh, dann bin ich ja sehr früh.
Ein bisschen früh ist gut. Setzen Sie sich kurz hin, damit Sie entspannt warten. Danke, ich dachte schon, ich muss neu buchen. Nein, alles gut. Haben Sie die Unterlagen dabei? Ja, Ausweis und Wohnungsgeberbestätigung. Ich bin extra früh los, damit ich nichts vergesse. Sehr gut. Ich gebe Ihnen schon das Formular. Damit sparen Sie später Zeit. Ja, bitte, das wäre super. Hier, bitte nur Kontaktdaten und neue Adresse eintragen. Okay, muss ich auch den Mietvertrag zeigen? Normalerweise nicht. Die Wohnungsgeberbestätigung reicht, weil sie offiziell ist. Gut zu wissen. In der Mail stand so wenig, deshalb war ich kurz überfordert. Verstehe ich. Aber jetzt ist alles klar. Wenn noch etwas fehlt, sagen wir es direkt, damit Sie nicht umsonst warten. Super, danke. Dann setze ich mich jetzt hin. Genau, Sie werden gleich aufgerufen. Alles klar, danke Ihnen. Gern, viel Erfolg gleich. Geschichte 3. Krankenkasse. Karte kommt nicht an. Guten Tag. Ich habe eine Frage zu meiner Krankenkarte. Guten Tag. Ja, gern. Worum geht es? Ich habe vor 3 Wochen eine Ersatzkarte bestellt, weil ich meine alte verloren habe. Aber sie ist noch nicht angekommen. Verstehe. Haben Sie bald einen Arzttermin? Ja, morgen. Deshalb brauche ich heute eine Lösung. Okay, wenn die Karte nicht rechtzeitig da ist, schicken wir Ihnen eine Ersatzbescheinigung. Geht das per E-Mail? Ja, damit kann die Praxis Sie meistens trotzdem behandeln. Super, danke. Wissen Sie, warum es so lange dauert? Das kann passieren. Ich prüfe kurz Ihre Adresse, damit wir sicher sind. Welche Straße haben Sie? Sonnenweg 8, Hamburg. Und die Postleitzahl? 22111. Einen Moment. Okay, hier steht eine andere Hausnummer. Deswegen kommt die Karte vielleicht nicht an. Oh nein, ich bin umgezogen. Ich dachte, ich habe es schon geändert. Kein Problem. Wir ändern das jetzt sofort, damit es stimmt. Welche Hausnummer ist richtig? Sonnenweg 8. Alles klar. Ich trage das ein. Fertig. Danke. Können Sie die Karte dann nochmal schicken? Ja, ich bestelle sie neu, damit sie an die richtige Adresse geht. Wie lange dauert das ungefähr? Meistens ist es eine Woche, weil die Karte erst produziert wird. Okay, und für morgen brauche ich dann die Bescheinigung. Genau. Sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse, damit ich sie richtig schreibe. emre.demir@gmail.com. Danke, ich sende sie sofort. Sie kommt in ein paar Minuten. Perfekt. Was sage ich beim Arzt? Sie sagen, die Karte ist neu bestellt, ich habe eine Bescheinigung. Wenn die Praxis Fragen hat, kann sie uns anrufen. Super, dann bin ich beruhigt, denn ich wollte den Termin nicht verschieben. Verstehe ich. Wenn die Karte in 10 Tagen noch nicht da ist, rufen Sie bitte nochmal an. Mache ich. Vielen Dank für die Hilfe.
Sehr gern. Ich wünsche Ihnen morgen einen guten Termin. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Geschichte 4. Arztpraxis. Rezept und Überweisung abholen. Guten Tag. Ich wollte kurz etwas abholen. Guten Tag. Ja, gern. Wie ist Ihr Name? Nora Schneider. Ich habe letzte Woche angerufen, weil ich ein Rezept und eine Überweisung brauche. Alles klar. Einen Moment. Ich schaue nach. Haben Sie Ihre Krankenkarte dabei? Ja, aber ich war unsicher, ob ich sie brauche. Ich hole ja nur etwas ab. Meistens geht es auch ohne, aber mit Karte ist es besser, damit es im System keine Fragen gibt. Okay, ich habe es eilig, denn ich muss gleich wieder zur Arbeit. Verstehe. Geht es um ein E-Rezept oder ein Papierrezept? Ich denke E-Rezept, aber ich bin nicht sicher. Wir machen es oft als E-Rezept. Wenn es eins ist, reicht die Karte in der Apotheke. Gut, weil ich Zettel schnell verliere. Verständlich. Einen Moment. Das Rezept ist vorbereitet. Die Überweisung ist auch da, aber noch ohne Unterschrift. Oh, muss ich dann warten? Wahrscheinlich nur kurz. Der Arzt ist noch im Termin. Ich lege es direkt rein, damit er es gleich unterschreibt. Danke. Ich brauche die Überweisung heute, damit ich beim Orthopäden anrufen kann. Klar, es geht um Orthopädie, oder? Ja, mein Knie tut seit Wochen weh. Deswegen will ich das endlich abklären. Verstehe. Haben Sie schon eine Praxis im Kopf? Noch nicht. Ich wollte erst die Überweisung holen, dann telefoniere ich. Gute Idee. Soll ich Ihnen einen Ausdruck vom E-Rezept geben? Ja, bitte. Damit fühle ich mich sicherer. Alles klar. Druckt? Hier, bitte. Danke. Eine Frage. Was soll ich bis zum Termin machen? Der Arzt hat notiert, ruhig halten und wenn es schlimmer wird, bitte wieder melden. Okay, ich laufe gerade weniger, weil es danach immer zieht. Klingt sinnvoll. Ich gehe kurz mit der Überweisung rein. Danke. So, fertig. Hier ist die Überweisung, unterschrieben und gestempelt. Super. Können Sie kurz prüfen, ob alles stimmt? Ja, Name, Datum, Fachrichtung, alles passt. Deshalb sollte es keine Probleme geben. Perfekt. Dann bin ich erleichtert. Gern. Wenn Sie keinen Termin bekommen, rufen Sie uns an. Dann schauen wir, was möglich ist. Okay, vielen Dank. Dann gehe ich schnell weiter. Sehr gern. Gute Besserung. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Geschichte 5. Paket steckt fest. Paketshop statt Lieferung.
Hey Max, hast du kurz Zeit? Ich verstehe mein Paket gerade nicht. Klar. Was ist los? In der Sendungsverfolgung steht Zustellung nicht möglich. Deshalb bin ich irritiert, weil ich den ganzen Tag zu Hause war. Hast du eine Benachrichtigung im Briefkasten? Nein, gar nichts. Und da sind Winterstiefel drin, deswegen ist das echt blöd. Okay, dann schauen wir genau. Von welchem Dienst ist es? DHL. Gut, scroll mal runter. Manchmal steht da, ob es in einen Paketshop geht. Moment. Ja, abholbereit ab 16 Uhr im Paketshop. Ah, siehst du, deshalb kam es nicht zu dir. Welcher Shop ist das? Kiosk am Bahnhof. Das ist voll weit weg. Passiert. Wenn der normale Shop voll ist, landet es woanders. Hauptsache, du bekommst es. Was brauche ich zum Abholen? Meistens Ausweis und Abholnummer, damit sie es finden. Hast du die Nummer? Ja, hier. Und meinen Ausweis habe ich auch. Perfekt, dann klappt das. Trotzdem nervt es mich, weil ich extra zu Hause geblieben bin. Verstehe ich, aber immerhin musst du nicht neu bestellen. Ich will nur nicht allein laufen, weil es so glatt ist. Dann komme ich mit, damit du dich sicher fühlst. Danke. Ich hole kurz eine Tasche, um den Karton besser zu tragen. Gute Idee. Nimm auch Handschuhe, denn draußen ist es richtig kalt. Ja, stimmt. Wie lange liegt es da? Steht das in der App? Ja, Abholung innerhalb von 7 Tagen. Okay, aber wenn du die Stiefel morgen brauchst, gehen wir besser heute. Ja, weil morgen Schnee kommen soll. Genau. Und wenn der Karton beschädigt ist, mach sofort ein Foto, damit du später einen Nachweis hast. Okay, hoffentlich ist alles heil. Wird schon. Komm, wir gehen los. Okay, danke dir, Max. Gern. Und danach holen wir uns was Warmes, damit der Weg nicht nur Stress ist. Deal. Vielleicht Kakao? Perfekt. Los geht's. Geschichte 6. Strom, Gas. Abschlag plötzlich höher. Hey Nina, alles okay? Du klingst gestresst? Hi Jonas, ich habe gerade eine Mail bekommen. Mein Abschlag ist plötzlich höher. Oh, wie viel höher? Von 55 auf 95 Euro. Deswegen bin ich echt geschockt. Uff, steht da warum? Da steht nur Anpassung, keine Erklärung. Deshalb verstehe ich das nicht. Okay, erst kurz, geht's um Strom oder Gas? Gas, also Heizung und warmes Wasser. Ah, wenn es kalt ist, steigt der Verbrauch, aber 95 ist trotzdem viel. Ja, und ich war sogar öfter weg, deswegen fühlt sich das falsch an.
Dann brauchen wir einen aktuellen Zählerstand, damit wir nicht nur raten. Ich war ewig nicht am Zähler. Kein Stress. Kannst du kurz schauen? Ja, warte. Okay, da steht 18.342. Gut. Und was steht auf der letzten Abrechnung? 17.990. Okay, also 352 Einheiten. Damit hast du echte Zahlen. Und was mache ich jetzt? Ich will nicht einfach zahlen, weil es vielleicht nur eine Schätzung ist. Genau, du kontaktierst den Anbieter und schreibst, ich habe einen aktuellen Zählerstand, bitte Abschlag prüfen. Damit müssen sie reagieren. Soll ich anrufen oder mailen? Anrufen ist schneller, aber schick danach eine kurze Mail, damit du es schriftlich hast. Ja, stimmt. Was soll rein? Kundennummer, Datum, Zählerstand. Mehr nicht, denn lange Texte liest keiner gern. Stimmt. Ich schreibe sonst viel zu viel. Steht irgendwo Prognose oder so? Ja, auf Basis des Verbrauchs angepasst. Okay, dann ist es wahrscheinlich eine Hochrechnung. Wenn du den echten Stand gibst, können sie das korrigieren. Und wenn Sie trotzdem bei 95 bleiben? Dann frag nach einem Zwischenwert oder einer kleineren Erhöhung. Und wenn es eng ist, frag nach Raten, damit du nicht plötzlich so viel zahlst. Okay, ich will einfach Ruhe, weil gerade sowieso alles teurer wird. Verstehe ich. Mach's heute, damit du schnell eine Antwort bekommst. Hilfst du mir kurz bei der Mail? Klar, schreib einen Entwurf, ich schau drüber. Danke. Jetzt bin ich ruhiger, weil ich einen Plan habe. Genau. Und wenn was Komisches zurückkommt, sag Bescheid. Mach ich. Danke dir. Geschichte 7. Mietvertrag. Nebenkosten im Winter verstehen. Hi Tim, hast du kurz Zeit? Ich verstehe eine Mail vom Vermieter nicht. Hey, klar. Was steht drin? Er schreibt, Nebenkosten steigen im Winter. Deshalb bin ich nervös, weil ich nicht weiß, was das genau heißt. Okay. Meint er Nebenkosten allgemein oder Heizkosten? Genau das verwirrt mich. Da steht beides und ich komme durcheinander. Alles gut. Lies mal den wichtigsten Satz vor. Betriebskostenvorauszahlung wird angepasst. Heizkosten steigen, so ungefähr. Ah, okay. Betriebskosten sind Müll, Wasser, Reinigung. Heizkosten sind fürs Heizen. Deswegen kann es im Winter teurer werden. Heißt das, ich zahle jetzt automatisch mehr? Die Vorauszahlung kann steigen, damit du später keine große Nachzahlung hast. Ich hatte letztes Jahr eine Nachzahlung, deswegen macht mich das direkt unruhig. Verstehe ich. Steht in der Mail eine Zahl? Ja, von 180 auf 220 € warm. Okay. Warm ist Kaltmiete plus Nebenkosten. 40 € mehr finde ich viel. Ja, das merkt man. Das kann passieren, wenn Preise steigen oder wenn dein Verbrauch höher war. Ich habe Angst, dass das einfach willkürlich ist. Dann frag freundlich nach der Berechnung. Zum Beispiel, könnten Sie mir bitte die Grundlage schicken?
Damit kannst du es prüfen. Okay, ich will nur nicht unhöflich wirken. Das ist nicht unhöflich, das ist normal. Und kann ich irgendwas machen, damit es nicht so teuer wird? Ja, Stoßlüften statt Fensterkippen, denn beim Kippen geht lange Wärme raus. Ich kippe oft, weil ich denke, das ist besser. Viele machen das. Besser 5 Minuten ganz auf, dann wieder zu. Und beim Heizen? Nicht komplett aus und dann voll aufdrehen, lieber gleichmäßig. Und Türen zu, damit die Wärme im Raum bleibt. Gute Idee. Vor einem Heizkörper steht sogar ein Sofa. Genau, ein bisschen Abstand hilft, damit der Heizkörper frei arbeitet. Okay, dann schreibe ich dem Vermieter und ändere ein paar Sachen zu Hause. Perfekt. Schick mir deinen Mailtext kurz, damit er freundlich klingt. Ja, bitte. Danke, Tim. Jetzt ist es viel klarer. Gern. Schreib einfach, wenn du eine Antwort bekommst. Geschichte 8. Bank. Karte gesperrt nach falscher PIN. Hi Aylin, du siehst gestresst aus. Was ist los? Hi Sven, meine Karte ist gesperrt. Oh Mist, wie ist das passiert? Ich habe 3-mal die falsche PIN eingegeben, deshalb ging die Zahlung nicht. Okay, passiert. Wo bist du gerade? Vor dem Supermarkt. Ich stand an der Kasse und musste dann raus. Das war mir mega unangenehm. Verstehe ich. Aber ehrlich, das passiert vielen. Hast du Bargeld oder eine zweite Karte? Nur 5 Euro, deswegen kann ich den Einkauf nicht bezahlen. Alles klar. Erstmal atmen. Wir lösen das. Ist dein Handy okay? Nicht wirklich. Akku ist fast leer, weil es draußen so kalt ist. Dann gehen wir kurz in die Bäckerei nebenan, damit du warm wirst und das Handy nicht ganz ausgeht. Ja, bitte. Meine Hände sind richtig kalt. So, setz dich kurz. Welche Bank ist es? Sparkasse. Hast du die App? Ja, aber ich finde da nichts. Schau mal unter Karten oder Sicherheit. Wenn das nicht geht, rufen wir die Hotline an. Ich habe Angst, dass die 1000 Fragen stellen. Die fragen nur kurz Daten, damit sie sicher sind, dass du es bist. Name, Geburtsdatum, vielleicht Adresse. Okay, ich will nur nicht, dass das ewig dauert. Dauert meist nicht lang. Und jetzt wegen dem Einkauf? Ich bezahle kurz mit meiner Karte. Du überweist es mir später, damit du keinen Stress hast. Echt? Danke. Ich will dir nur keine Umstände machen. Kein Ding. Lieber so, denn dann ist das Thema sofort erledigt. Okay, das hilft mir wirklich. Danach rufen wir zusammen an, wenn du willst. Dann bist du nicht allein damit. Ja, bitte, dann bin ich ruhiger. Und später kannst du die PIN ändern, damit du sie leichter im Kopf hast. Ja, ich habe wohl 2 Zahlen vertauscht. Passiert. Komm, wir gehen rüber und zahlen. Danach setzen wir uns noch mal kurz hin und klären die Sperre. Danke, Sven. Echt, jetzt fühlt es sich nicht mehr so schlimm an. Genau. Los geht's. Geschichte 9. Versicherung. Schaden melden nach Ausrutschen. Hi Lina,
du bist so ruhig. Was ist passiert? Hi Paul, ich bin heute ausgerutscht. Deshalb ist mein Handy kaputt. Oh nein, wo genau? Direkt vor dem Hauseingang. Es war super glatt, weil es nachts gefroren hat. Hast du dich verletzt? Zum Glück nicht, aber das Display ist gesprungen. Ich bin richtig genervt. Klar, was willst du jetzt machen? Ich will das vielleicht der Versicherung melden, damit ich nicht alles selbst zahlen muss. Aber ich weiß nicht genau wie. Okay, welche Versicherung hast du? Hausrat mit Zusatz. Deswegen bin ich unsicher, ob das überhaupt zählt. Alles gut. Hast du irgendeine Mail oder App von denen? Ja, warte. Hier steht Schaden online melden. Perfekt. Dann machst du das online, damit du es schriftlich hast. Und was schreibe ich da rein? Ich schreibe sonst immer zu viel. Wir machen es kurz. Wann, wo, was. Mehr nicht. Also, heute um 8 Uhr vor dem Hauseingang ausgerutscht, Display kaputt. Genau. Und noch ein Satz. Ich bin normal gelaufen. Fertig. Denn zu viele Erklärungen wirken manchmal komisch. Stimmt. Ich will mich immer rechtfertigen, weil ich Angst habe, dass sie mir nicht glauben. Fakten reichen. Mach 2, 3 Fotos vom Handy, damit man den Schaden sieht. Soll ich auch die Stelle fotografieren? Nur wenn es ohne Risiko geht. Wenn es draußen zu glatt ist, lass es. Sicherheit zuerst. Okay. Und was ist, wenn Sie sagen, nicht versichert? Dann frag freundlich nach der Begründung, damit du weißt, ob du noch was nachreichen kannst. Ich will nur nicht ewig warten. Verstehe. Wenn du alles sauber hochlädst, geht's oft schneller. Und falls Sie eine Rechnung wollen, such sie später raus und reiche sie nach. Die Rechnung müsste in meinen Mails sein. Ich suche gleich. Super. Mach du das Formular und ich lese kurz drüber, damit es klar klingt. Danke. Dann fühle ich mich nicht allein damit. Klar. Und danach machen wir Tee, damit der Tag nicht komplett mies bleibt. Deal. Ich fange jetzt an. Okay, schick mir den Text kurz, bevor du abschickst. Mach ich. Danke, Paul. Gern. Geschichte 10. Ausländerbehörde. Unterlagen fehlen kurzfristig. Karim, ich bin gerade kurz vor Panik. Hey Mina, was ist los? Ich habe gleich meinen Termin bei der Ausländerbehörde, aber ich finde ein Dokument nicht. Deshalb drehe ich durch. Okay, atme kurz. Welches Dokument fehlt? Die Meldebescheinigung. Ich dachte, sie ist im Ordner, aber sie ist weg. Mist. Aber wir suchen jetzt ruhig und Schritt für Schritt, damit du sie schnell findest. Ich habe echt Angst, dass sie mich ohne das wegschicken. Meistens nicht. Und wenn etwas fehlt, geben sie oft eine Frist. Aber erstmal, wo hast du die Bescheinigung zuletzt benutzt? Bei der Bank. Da brauchte ich sie. Okay, dann ist sie vielleicht noch in der Tasche von damals. Schau zuerst da rein. Ich sehe nur Quittungen und Papierkram.
Hol alles raus und leg es auf den Tisch, denn so übersieht man nichts. Okay, hier. Gut, hast du noch eine zweite Mappe? Vielleicht Wohnung oder Verträge? Ja, eine Mappe für Wohnung. Schau da rein, weil solche Papiere oft da landen. Mietvertrag, Nebenkosten, nichts. Langsam, Seite für Seite, damit du nicht doppelt überspringst. Ich werde verrückt. Du bist nur gestresst, das ist normal. Check auch Umschläge. Oh, hier ist ein Umschlag von der Bank. Öffne ihn. Oh, da ist sie. Zwischen 2 Blättern. Siehst du, deswegen ruhig bleiben hilft. Ich bin so erleichtert. Ich dachte wirklich, ich muss absagen. Musst du nicht. Jetzt kurz Checkliste, damit du gleich nicht wieder suchst. Pass, Ja, Foto, ja, Antrag und Krankenversicherung? auch da. Perfekt. Und nach dem Termin machst du Kopien oder Fotos, damit du beim nächsten Mal weniger Stress hast. Ja, mache ich. Ich speichere es auch digital. Genau, dann bist du sicherer. Ich brauche noch 25 Minuten bis dahin. Dann geh jetzt los, damit du pünktlich bist und noch kurz durchatmen kannst. Okay, danke, Karim. Wirklich. Gern. Schreib mir später kurz, wie es gelaufen ist. Mach ich. Bis später. Bis später und viel Erfolg. Das sind die wichtigsten Wörter aus der heutigen Folge. Bitte liken Sie unser Video, das hilft uns sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.